Digitalization ist ein Muster, das sich durch sämtliche Wertschöpfungsstufen zieht. Soll heißen, zu unserer physischen Welt paart sich eine weitere digitale Welt. Die Grundidee des Musters ist, Entitäten mit Sensoren auszustatten, die wiederum mit dem Internet verbunden sind. Die daraus entstehenden Datenströme werden analytisch ausgewertet, wodurch Wissen generiert wird. Dieses Wissen macht Dinge intelligenter und ermöglicht wertsteigernde Nutzenversprechen. Die benötigten Technologien, sprich Sensorik, Datenübertragung und Datenanalytik, sind dabei im Wesentlichen schon vorhanden. Besonders die Sensorik wird immer günstiger, kleiner, integrierter und vernetzter. Dadurch können immer größere Datenmengen produziert werden. Es ist zu erwarten, dass bis 2020 bis zu 50 Milliarden Dinge vernetzt sind. Neben Sensorik gewinnen aber auch größere Bandbreiten in der Datenübertragung zunehmend von Bedeutung. Sensor as a Service ist ein Überbegriff, der verwendet wird, wenn Produkte oder Systeme Daten bei der Nutzung generieren. Solche produktgenerierten Daten ermöglichen es Unternehmen, von den effektiven Nutzern in Echtzeit von der Produktnutzung zu lernen und mit diesen zu interagieren. Damit werden alle Dimensionen eines Geschäftsmodells überarbeitet, wobei die Dimensionen was und wie am stärksten betroffen sind. Denn im Zentrum der Digitalisierung stehen zwei Ziele. Erstens, das Kundenerlebnis zu steigern und zweitens, eine erhöhte Messbarkeit des Geschäftsmodells. Digitalization steht in enger Beziehung zu einigen anderen Mustern. Potenziale wie das World Wide Web oder eben Digitalisierung bestimmter Angebote machen Geschäftsmodelle wie Crowdfunding oder Leverage Customer Data überhaupt erst möglich. Die produktbasierte Digitalisierung als Sensor as a Service ist hingegen neu. Digitalisierung ist aber ein insgesamt noch sehr junges Muster, da es von modernen Computer- und Kommunikationstechnologien abhängig ist. Der Ursprung geht zurück auf das Vorantreiben der Realisierung betrieblicher Informationssysteme durch Automatisierung. Automatisiert werden sollten standardisierte und sich wiederholende Unternehmensaktivitäten. In der Forschung wurde die Vernetzung der physikalischen und digitalen Welt besonders vom MIT und Stanford und im deutschsprachigen Raum an der ETH Zürich und der Universität St. Gallen unter Professor Fleisch vorangetrieben. Digitale Tonaufnahmen wurden beispielsweise bereits 1971 kommerziell vertrieben. Über das Internet, also die heutige Form, wurde Musik aber erst 20 Jahre später angeboten. In den 1990er Jahren haben Unternehmen damit angefangen, ihre Produkte parallel zu herkömmlichen Vertriebswegen auch im Internet in digitalisierter Form anzubieten. Spiegel Online ist beispielsweise die erste Internetzeitung als Ableger des Nachrichtenmagazins Spiegel, die 1994 veröffentlicht wurde. Das Internet war einfach dazu prädestiniert, diese Art von Informationen schnell und einfach bereitzustellen. Besonders die Aktualität und der bis dahin nicht erreichte Verbreitungsgrad zu niedrigen Kosten sollen hier betont werden. Später wurden auch kostenpflichtige Versionen komplett elektronischer Zeitungen in das Angebot aufgenommen. Heute werden diese Dienste in erweiterter Form angeboten. Nutzer können zum Beispiel direkt Kommentare unter einem Artikel abgeben. In der Industrie waren Anwender von sensorikbasierten Services zunächst in der Automatisierung aktiv. Firmen wie Siemens oder General Electric haben die ersten smarten Anwendungen für vorbeugende Instandhaltung von Maschinen integriert. Durch Sensorik kann beispielsweise die Ausfallwahrscheinlichkeit kritischer Prozesse prognostiziert werden. Durch das Internet konnten die benötigten Daten auch noch günstig und automatisiert übertragen werden. Und heute ist das Internet of Things überall in allen Wertschöpfungsprozessen möglich. Produkte werden bei der Benutzung beobachtet und analysiert. Reale Leistungsprozesse erhalten so einen digitalen Schatten, der die Realität abbildet und als Basis für empirische Muster dient. Aber wann und wie kann man Digitalisierung anwenden? Sensor as a Service bietet ein vielversprechendes Geschäftsmodell, das auch in den kommenden Jahren zusammen mit dem Internet of Things zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Kosten für Sensoren und Netzwerke, die Daten sammeln und kommunizieren, sind stark gesunken und einer der Gründe für eine steigende Anbieterzahl. Besonders die Automobilbranche forscht nach Anwendungsmöglichkeiten des Internets der Dinge. Es gibt also eine enorme Anzahl an Möglichkeiten, die aus der Verschmelzung der realen und der digitalen Welt hervorgeht, wie vorsorgliche Wartung, intelligentes Bestandsmanagement, Echtzeitlogistik und viele mehr. Überlegen Sie sich also, ob Sie durch Digitalisierung Ihres Nutzenversprechens einen Mehrwert schaffen können.
Generieren Kunden sinnvolle Daten bei der Nutzung ihres Produkts, die helfen, das Leistungsangebot zu verbessern? Sind ihre Produkte Internet of Things fähig? Und welche Teile des Leistungsangebots können sie durch Einbettung von Sensorik aufwerten?